Es ist jetzt Mitte September 2020 und ich bin bereits seit 4 Wochen unterwegs. Heute verlasse ich Elba in Richtung Sardinien. Sehr gern wäre ich via Korsika in Richtung Sardinien weitergereist, was aber wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war. Daher geht es heute mit der Fähre zuerst nach Piombino und später quer durch die Toskana in Richtung Rom. Als ich gegen 18 Uhr im Hafen von Civitavecchia eintreffe, bin ich noch viel zu früh, denn die Fähre legt erst am frühen Morgen um etwa 2 Uhr ab. Ich muss also noch viele Stunden im Hafen warten, bis es endlich weitergeht. Als ich meine Kabine in der Fähre beziehe, bin ich wirklich überrascht, wie geräumig und bequem diese Kabine doch ist. Während der Überfahrt schlafe ich tief und fest. Die Fähre legt am frühen Morgen im Nordosten von Sardinien in der Hafenstadt Olbia an. Im Hotel, das ich gebucht habe, schlafen noch alle, die Rezeption ist noch nicht besetzt. Und so ist eine gute Gelegenheit, gleich den Norden Sardiniens mit dem Motorrad zu erkunden. Der Hafen von Palau lädt zu einer Stippvisite bei der wunderschönen kleinen Insel La Maddalena ein. Als ich gegen Mittag in meinem Hotelzimmer eintreffe, beginnt es auch gleich zu regnen. Nach einem kurzen Mittagsschläfchen hat sich der Regen aber dann verzogen und die Abendstimmung in der Bucht von Olbia ist ganz wunderbar. Am nächsten Tag erkunde ich die hügelige Welt der vielen Inseln und Buchten im Norden Sardiniens. Die herrlichen Strände von Sardinien laden immer wieder zum Baden ein. Leider fühle ich mich danach jedes Mal wie ein paniertes Schnitzel. Verglichen mit dem Zentrum Sardiniens ist der Norden etwas weniger hügelig und nicht ganz so spektakulär. Aber man findet hier viele Straßen, auf denen man sehr zügig Motorrad fahren kann. Herrlich duftende Wälder sind an heißen Spätsommertagen immer wieder eine willkommene Abwechslung. Weitläufige Stauseen mit sandigen Stränden laden an heißen Sommertagen immer wieder zum Verweilen ein.
Die Landschaft ist immer wieder umwerfend schön, die Straßen meist leer, der Asphalt griffig und der Spaßfaktor ist einfach unglaublich. Nachdem ich einige Tage in Olbia gewohnt habe, ziehe ich um in den Westen Sardiniens. Mein Ziel ist Tres Nurages. Als sich der erste Regen ankündigt, schlüpfe ich unter einer Autobahnbrücke in meine Atlantis Lederkombi. Nachdem ich viele Stunden unterwegs war und allerlei Kurven inhaliert habe, treffe ich am späten Abend in Tres Nurages ein. Die Saison ist fast zu Ende und erste Herbststürme kündigen den Winter an. Da ist es umso schöner, dass ich in der Villa Asphodeli ein schönes, großes, geräumiges Zimmer habe und mein Motorrad direkt vor dem Fenster parken kann. Sturm und Regen haben allerlei Sand und Geröll auf die Straßen gespült, was zu sehr gefährlichen Situationen führen kann. Während der Sturm versucht, uns alle vor der Insel zu pusten, erkunde ich die Umgebung von Tres Nurages zu Fuß. Die Weinlese steht kurz bevor und bei meinen wenigen Restaurantbesuchen trinke ich ausschließlich Weine des Vorjahres, die hier auf Sardinien hergestellt worden sind. Koffer, Topcase und überflüssiges Gepäck habe ich im Hotel gelassen, was den Spaßfaktor nochmals deutlich erhöht. Sardinien ist voll mit alten Türmen, die mich immer wieder an den Film Highlander erinnern. Die Sonnenuntergänge sind meist grandios und wegen der Corona-Pandemie bin ich fast immer allein unterwegs. Das Straßennetz ist gut ausgebaut und sehr weit verzweigt, sodass ich mich immer wieder über Tipps für neue Touren von Maria Cristina und ihrem Mann Guglielmo in der Villa Asphodeli freue. Viele meiner Touren beende ich mit einem Restaurantbesuch im nahegelegenen Örtchen Bosa. Bei meiner ersten Erkundungstour im Osten Sardiniens stehe ich nach vielen Stunden wilder Kurvenhatz plötzlich in einem Stau. Ein Motorradfahrer ist auf einer schmalen Brücke frontal mit einem Bus zusammengestoßen. Die Notärzte tun ihr Bestes und fliegen ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Ob er überlebt, ist ungewiss. Als ich am Abend in der Villa Asphodeli eintreffe, ist Felice von abenteuermotorrad.de mit einer Gruppe Motorradfahrer zu Gast in der Villa Asphodeli. Nach einem gemeinsamen Abendessen geht es am nächsten Morgen für diese Motorradgruppe weiter rund um die Insel in Richtung Süden.
Nachdem Felice und die Jungs abgefahren sind, schlüpfe ich in aller Ruhe in meine Lederkombi und mache mich allein auf den Weg in Richtung Süden. An einer wirklich schmalen, echt langen Brücke muss ich eine ganze Weile warten, bis ein großer LKW endlich die Brücke freigibt. Danach geht es weiter. Mein Ziel ist Iglesias. Für alle begeisterten Motorradfahrer, die Sardinien noch nicht kennen, habe ich das Roadbook Sardinien geschrieben. Dieses Buch ist als Kindle E-Book und als Paperback bei Amazon verfügbar.